Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Super Soft Colored Pencils von Staedtler vorstellen. Es gibt hier ein 24er Set in einer Metalldose. Das Besondere an dem Set ist, dass die eben sehr weich sein sollen und dass sie sowohl auf dem schwarzen Papier als auch weißem Papier malen sollen. Die Farbauswahl in dem Set ist eigentlich für ein kleines Set ganz normal. Man hat Gelb, Orange, Rot, Pink, Lila, Blau und Grün, Braun, Schwarz und Grautöne. Was mir hier wirklich fehlt, ist ein normales Rot. Es gibt hier nur dieses Rot, das ein bisschen ins Pinke geht, aber ansonsten ist die Auswahl eigentlich ganz in Ordnung. Gleich werdet ihr einen kleinen Ausschnitt sehen, wie ich die Farben hier etwas ausgetestet habe. Ich finde, obwohl man vielleicht nur so ein Stück testet, kriegt man direkt einen Eindruck von dem Stift. Ich habe auch noch ein paar andere Blumen auf anderen Seiten und in anderen Malbüchern ausgemalt, um sicher zu sein, dass mein Eindruck derselbe ist und das Papier keine Rolle spielt. Dann schaut euch gerne die kurze Sequenz an und wir reden gleich weiter. Die Stifte sind hexagonal, schwarz, matt lackiert und haben eigentlich einen Standard-Stiftdurchmesser. Eine Farbbenennung gibt es hier nicht, nur eine Farbnummer, die man eben hier finden kann. Ansonsten sehen die Stifte eigentlich ganz gut aus. Die Stifte lassen sich auch sehr gut anspitzen. Ich hatte keinerlei Probleme, dass die Mine irgendwie gebrochen ist. Auch fühlen sich die Stifte relativ hochwertig an und nicht so leicht und billig, wie man das bei manch anderen Buntstiften hat. Beim Malen ist mir direkt aufgefallen, dass die Stifte gar nicht so weich sind, wie sie eigentlich heißen. Die Prismacolors sind sehr viel weicher. Ich finde sogar, dass die Polychromos ein bisschen weicher sind als diese Stifte. Dann hat sich mir die Frage gestellt, wie ist es denn mit den Ergosoft? Die Ergosoft sind ja auch Staedtler Stifte. Sind die weicher als die Soft Colored Pencils? Und tatsächlich, die Ergosoft sind weicher als die Soft Colored Pencils. Ich muss sagen, vom Pigment her sind sich die beiden Stifte relativ ähnlich. Das Pigment ist kräftig, in Ordnung.
jetzt nicht so ausgewaschen, wie man das oft bei günstigeren Stiften hat. Das Blenden ist auch okay. Auch bei den hellen Farben war die Farbgebung in Ordnung. Ich sage nur in Ordnung, nicht sehr gut, weil ich direkt gemerkt habe, dass man nicht sehr viele Schichten mit ihnen malen kann, weil sie eben so hart sind und eher das Papier flach drücken, bevor man mehrere Schichten auf das Papier auftragen kann. Und jetzt stellt sich die nächste Frage: Wie performen diese Stifte auf schwarzem Papier? Ich habe hier einmal ein paar einzelne Farbswatches gemacht. Und zwar haben wir hier die Staedtler in Orange und Gelb, die Prismacolors in Orange und Gelb und Weiß Staedtler oben, Weiß Prismacolor unten. Ich weiß nicht, ob es so gut rüberkommt hier übers Video, aber in Realität sieht man einen großen Unterschied. Die Prismacolors sind sehr, sehr viel pigmentreicher und decken das Schwarz sehr viel besser ab als die Staedtler Stifte. Nichtsdestotrotz haben die Staedtler auf dem Schwarz trotzdem gut gemalt. Also wer auf schwarzem Papier malen möchte, könnte mit diesen Stiften eigentlich ein ganz gutes Bild hinkriegen. Auch die dunkleren Farben, hier ein Pink und ein Lila von Staedtler und ein Pink und ein Lila von Prismacolor. Da schneiden die Prismacolors leider auch besser ab, aber das war ja zu erwarten. Trotz allem finde ich die Performance auf schwarzem Papier okay, und wer das in seinen Stiften gerne haben möchte, der hat hier dann auf jeden Fall etwas gewonnen. Zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Die Stifte sollen etwas Besonderes sein, weil sie weich sein sollen und auf schwarzem Papier malen. Allerdings habe ich das nochmal mit den Staedtler Ergosoft getestet und die performen auf schwarzem Papier sogar besser als diese Super Soft Colored Pencils. Also könnt ihr das auch mit euren Staedtler Ergosofts machen. Ja, würde ich diese Stifte empfehlen? Nein, eigentlich nicht. Sie sind etwas zu hart für meinen Geschmack. Das Pigment ist zwar okay, aber trotzdem nicht ihren Preis wert. Auch weil das Set nur 24 Stifte umfasst, finde ich das ein bisschen schade, weil mit 24 Stiften kann man zwar schon Bilder malen, aber trotz allem ist die Auswahl da natürlich ein bisschen begrenzt. Mir wurde das Set empfohlen und gefragt, ob ich es ausprobieren könnte. Ich habe das Set jetzt ausprobiert und muss sagen, ich kann es nicht empfehlen, weil es einfach dort draußen viele andere Sets gibt, bei der ihr für den Preis viel, viel mehr bekommen könnt. Nichtsdestotrotz war es trotzdem interessant und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, auch euch hat es ein bisschen weitergeholfen und ja, ich bin auf eure Kommentare und Meinungen gespannt. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!